weiß noch, als ich noch nicht hier auf der Erde war und noch oben war, da konnte man ja wie so in die Zukunft schauen. Und da habe ich eben ja das gesehen, was ich mal erzählt habe mit diesen Lichtpunkten. Also war schon damals irgendwie klar, dass dieser ganze Prozess, wo die Erde drin ist, dass der auch irgendwie funktionieren wird. Halt nicht im Detail, weil das kann man von da gar nicht wissen. Das hängt ja auch sehr mit uns Menschen ab. Und auch der Übergang, wo wir drin sind, wie harmonisch der wird oder wie chaotisch, das hat viel mit uns zu tun. Aber dass dieser Übergang irgendwie funktioniert, das konnte man wie von da schon sehen. Meistens hat ja unser Verstand wie mehr Gewicht in unserer Gesellschaft als unsere Intuition. Und darum sind halt nur schon aus dem Grund viele Menschen einfach so ausgerichtet. Und wenn wir mit unserer Intuition verbunden sind, dann können wir auch besser spüren, wo die Dinge sind, die wir selber verändern können. Weil es gibt ja Situationen, wo irgendwas nicht so optimal ist. Und wenn man dann nur denkt, dass das wegen dem Nachbar ist oder wegen dem Chef, dann hat man ja wie 100% von der Verantwortung zu jemand anderem gegeben. Und so die Vorstellung, dass man selber was tun kann, löst sich dann ja wie auf. Aber wenn wir mit unserer Intuition verbunden sind, dann können wir wie besser spüren, wo unser Teil ist, wo wir selber etwas tun können. Und wenn wir mit uns selbst verbunden sind, dann können wir uns ja auch besser reflektieren. Und das hilft uns ja auch bei der Schwingungserhöhung, weil wenn wir Themen in uns haben, aber wir haben gar nie gelernt, dass wir uns selber reflektieren, dann kann das ja schnell passieren, dass wir das einfach nach außen projizieren. Und es gibt ja Konflikte, wenn man da die Gefühle anschaut, wo man merkt, dass diese Gefühle gar nicht aus der Gegenwart kommen, sondern eigentlich irgendwo aus der Vergangenheit und einfach in der Gegenwart wie so neu aktiviert werden. Aber der Ursprung kommt also gar nicht aus der Gegenwart. Aber wenn man das dann nicht weiß, kann es ja sein, dass man davon ausgeht, dass das eigentliche Problem eben das ist, was in der Gegenwart heißt. Dann haben wir immer nur einen Ausschnitt und wenn wir dann irgendwas dazulernen, dann verändert sich dieser Ausschnitt. Aber wir sehen trotzdem immer nur ein Teil von diesem großen Bild. Und wenn wir auf unserer seelischen Ebene sind, in der geistigen Welt, dann sehen wir einfach automatisch mehr Zusammenhänge und verstehen gewisse Dinge besser. Und dann gibt es gewisse Fragen, die wir uns vielleicht hier auf der Erde stellen, die gibt es dann gar nicht mehr. Vielen, vielen Dank, Christina. Also ich denke, ihr alle hier im Saal habt gespürt, was für eine wunderschöne Energie hier war mit uns allen durch Christina. Und das finde ich immer wieder so eindrücklich. Und ich bin sicher, ihr zu Hause könnt davon auch was spüren. Und für euch hier im Saal möchte ich nochmal sagen, diese Sprays, die wir mitbekommen haben, ihr habt es vorhin nicht gehört zu Hause, wir haben 3 von den Sprays mitgebracht, wo wir 2 davon auch im Shop haben. Ganz, ganz wunderschön. Leider können das nur die Schweizer über unseren Shop bestellen. Für alle anderen, die hier im Saal sind, haben wir die mitgebracht. Für diejenigen insbesondere, die aus deutschen Landen oder Österreich oder sonst irgendwo herkommen. Christina, du hast gesagt,
die Schwingungserhöhung der Erde, die ist auch mit einer Ursache für, dass es manchmal ziemlich chaotisch ist gerade. Wie passt das zusammen mit dem, dass man von manchen Dingen sagen kann, es sind Pläne, die von verschiedenen Kräften schon lange gemacht wurden, die jetzt durchgeführt werden sollen, wo man auch das Gefühl hat, im Moment erfüllen sich ja gerade alle Prophezeiungen, wenn man so das anschaut, was wir hören. Wie passt das zusammen? Also einerseits erhöht die Erde ihre Schwingung und andererseits sind es ja auch Pläne, die jetzt zur Durchführung gebracht werden. Ist das ein Zufall? Also die Wesen, die ja hinter diesen Plänen sind, die brauchen ja auch die Menschen dazu, weil sonst geht es ja nicht. Und das ist halt dann wie so eine Mischung, weil viele Menschen ja irgendwie gar nie gelernt haben, sich selbst zu reflektieren, und einige wollen ja auch gar nicht friedlich miteinander leben. Und solche Muster sind ja dann wie Eingangstore, die halt dann Energien, die manipulieren wollen, dann halt nutzen und diese Menschen so auch beeinflussen. Aber dass all dies jetzt gerade stattfindet, also die Schwingungserhöhung, das vermehrte Chaos, die Pläne, die verwirklicht werden sollen und auch diese großen Zyklen, also so diese Maya-Zyklen und was es da sonst noch alles gibt, das passt ja alles zusammen. Und würdest du sagen, Christina, dass wir in einer der speziellsten Zeiten hier auf diesem Planeten leben gerade? Ja, also die Schwingungserhöhung, die geht ja schon länger. Die hat ja schon angefangen, als es auf der Welt noch nicht so chaotisch war wie jetzt. Und jetzt kommt halt einfach alles zusammen. Und das hat ja auch zum Beispiel mit dem zu tun, dass ja die manipulativen Energien halt irgendwo auch merken, dass sie ja sonst wie zu wenig Zeit haben. Warum, Christina, glaubst du, dass die Menschen so passiv sind auf eine bestimmte Art? Weißt du? Also ich glaube, im Moment werden ja auch auf der politischen Ebene und so Dinge vorgeschlagen und durchgezogen, wo man eigentlich denken müsste, ja, wieso gibt es da nicht einen riesigen lauten Aufschrei? Woher kommt das? Also ich glaube, die meisten Menschen, die bemerken ja gar nicht wirklich, was los ist. Okay. Ja. Okay. Ja, also das ist ja schon länger so, und es gibt einfach Menschen, wenn die das hinterfragen würden, dann müssten sie ja wie merken, das, an was sie geglaubt haben, das stimmt ja gar nicht und es ist ja ganz anders, und sich dann das zu fragen und dann irgendwie das akzeptieren zu können, das muss man ja gedanklich auch irgendwie damit umgehen können. Und es gibt einfach Menschen, die können das gar nicht. Und dann ist das für die wie so ein Selbstschutz, dass sie da gar nie etwas hinterfragen, sondern einfach in ihrer Box drin bleiben. Egal, ob das jetzt was drumherum irgendwie noch Sinn macht oder nicht. Aber das ist ja was ganz Unbewusstes. Also die meisten Menschen wissen das ja gar nicht. Weil für viele ist ja, das wird ja das ganze Weltbild verändern. Das zieht ja ganz vieles hinter sich her. Das ist ja dann mehr als nur dieser kleine Punkt. Worin, Christina, gerade für die, die vielleicht jetzt dir noch nicht so oft zugehört haben, worin siehst du die große Chance, die wir jetzt ja in dieser Zeit auch haben? Also
ich würde das eben aus einem längeren Zeitraum anschauen. Also gar nicht irgendwie für einen Monat oder für ein Jahr. Weil wenn man das ja länger anschaut, dann merkt man halt wie, dass es in eine gute Richtung geht. Und wir wissen ja halt einfach gar nicht, was alles passieren könnte, was ja alles wieder verändert. Möchtest du Beispiele nennen, was das sein könnte? Also zum Beispiel, wenn wie öffentlich bekannt wäre, dass es Außerirdische gibt, also die Guten, dann wird das ja irgendwie die gesamte Welt verändern. Und somit auch alles, was jetzt hier passiert. Weil halt auch viele gar keine Verbindung mehr zu sich haben. Und dann wissen sie ja gar nicht, was für sie stimmt, was ihnen überhaupt Freude macht, wo ihr Herz dabei ist. Und wenn man dann halt nur, ohne zu reflektieren, alles von außen übernimmt, dann ist es wie, also ganz ein automatischer Prozess, dass man gar nicht dorthin geht, wo es für einen selbst stimmt, sondern an einem ganz anderen Ort. Und viele werden halt einfach auch so erzogen, weil wie der Verstand dann mehr Gewicht hat und viele dann einfach auch ihre Intuition nicht mehr spüren. Weil meistens ist das ja wie so ein unbewusster Prozess. Also ich glaube, die wenigsten sitzen da und denken sich, sie wollen sich für irgendwas entscheiden, wo sie unglücklich sind. Die meisten landen ja irgendwie da und sind dann nicht zufrieden. Aber wenn man das ja ändern will, dann muss man sich ja irgendwie fragen, warum kam das überhaupt so weit? Und wo habe ich dann meinen Anteil, dass das überhaupt funktioniert hat? Weil wenn man sich das ja nicht überlegt, dann hat man das Muster ja immer noch in sich. Und dann kann es theoretisch sein, dass man irgendwann später wieder was Ähnliches hat. Und da habe ich eben ja das gesehen, was ich mal erzählt habe mit diesen Lichtpunkten. Also war schon damals irgendwie klar, dass dieser ganze Prozess, wo die Erde drin ist, dass der auch irgendwie funktionieren wird. Halt nicht im Detail, weil das kann man von da gar nicht wissen. Das hängt ja auch sehr mit uns Menschen ab. Und auch der Übergang, wo wir drin sind, wie harmonisch der wird oder wie chaotisch, das hat viel mit uns zu tun. Aber dass dieser Übergang irgendwie funktioniert, das konnte man wie von da schon sehen. Möchtest du ganz kurz für die, die das noch nicht gehört haben von dir mit den Lichtpunkten, das nochmal genau sagen? Du hast es eben nur ganz kurz erwähnt, weil du es ja schon 2-3 Mal gesagt hast, aber ich weiß, es schauen und hören heute viele dazu, die das vielleicht noch nie gehört haben von dir, und ich finde es wirklich etwas, was ganz viel Mut macht. Also ich habe wie die Erde gesehen und überall auf der Erde waren so Lichtpunkte. Und diese Lichtpunkte, das waren wie Menschen. Und Menschen, die sich halt für die neue Energie geöffnet haben. Die in diesem Prozess, wo die Erde drin ist, da mitgehen möchten. Und irgendwann haben sich diese Lichtpunkte miteinander verbunden. Dann gab es überall dazwischen so Lichtverbindungen. Und man hat da einfach wie gesehen, dass die Seelen, die dafür offen sind, dass die diesen Weg gehen und dass man das auch nicht irgendwie aufhalten konnte oder verhindern konnte. Und da gab es auch Seelen, die waren da nicht dabei, die waren da nicht offen. Aber das hat da wie gar keine Rolle gespielt. Weil es muss ja nicht jeder Mensch dafür offen sein. Es gibt einfach Seelen, da passt das gerade nicht. Und trotzdem hat das am Ende eigentlich gar nichts geändert an dem Prozess. Und das war unter anderem etwas, was dich bewogen hat, dann hierher zu kommen, weil du gesehen hast, okay, diese Mission, dieser Job lohnt sich. Man kann es so formulieren. Naja. Ich meine, eigentlich
das ist ja nicht einfach nur auf mich bezogen, das ist ja allgemein, dass jede Seele, wo hierher kam und gesagt hat, sie will da mithelfen, da hat man sich das ja überlegt, ob das Sinn macht. Und wenn es da irgendwie wirklich keine Hoffnung gäbe, dann wäre ja auch sowieso gar niemand hier. Ja, das hast du ja vorhin gesagt, dass sich ja wohl keiner freiwillig für was entscheidet, was ihn unglücklich macht, oder? Ja. Also dann müsste man sagen, also hier kam eben auch noch die Frage. Ich meine, ja, wobei, ja? Da muss man das auseinandernehmen, weil wir Menschen können ja schon auf seelischer Ebene uns für was entscheiden und dann planen wir das irgendwo ein. Und wir wissen das dann vielleicht zwar nicht mehr, was wir eingeplant haben, und wenn wir dann auf der Erde sind, dann haben wir vielleicht das Gefühl, aber das ist ja ganz dumm, weil vielleicht war das eine Krankheit oder etwas, wo wir zuerst denken, wir haben da irgendwie einen Nachteil. Also das gibt es ja alles. Oder jemand, der dann taub auf die Welt kommt. Und das können ja alles Dinge sein, wo wir auf seelischer Ebene fanden, das bringt uns total viel, aber wir vergessen dann halt diesen Zusammenhang, warum uns das so viel bringt. Und sind dann wie hier und verstehen das einfach nicht. Und dann sind wir vielleicht auch nicht sofort glücklich darüber. Aber dann kann man ja auch sagen, man hat sich für irgendwas entschieden und dann war man nicht sofort glücklich damit. Das gibt es ja von dem her auch. Ich sehe viel Nicken hier, zu Hause vielleicht auch. Ja, weil die Frage war, wieso entscheiden wir uns überhaupt dafür, an einen Ort zu inkarnieren, an dem wir seltsam werden und vergessen? Also ich meine, nur schon das ist ja seltsam, oder? Es kommt halt darauf an, wie man es ansieht, weil also wir denken seelisch einfach sehr speziell, ja. Oder man kann doch im Internet, kann man sich ja auch so Videos von Nahtoderfahrungen anschauen. Und dann gibt es ja Menschen, die dann berichten, dass sie eben ihr Leben nochmals gesehen haben und dann diese Zusammenhänge verstanden, warum sie sich für gewisse Dinge entschieden haben, die sie aber, als sie auf der Erde waren, gar nicht gut fanden. Und ich finde das so gute Beispiele, wo man sieht, wie groß der Unterschied je nachdem sein kann zwischen dem, wo wir als Seele überhaupt darüber nachdenken, wenn wir etwas planen, und wie wir das dann erleben auf der Erde.